Herzlich willkommen zu TRN Podcast, Episode 11. Ja, hallo. Heute geht es um die Region Kursk. Ein Gebiet, das im aktuellen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eine zentrale Rolle spielt. Richtig. In letzter Zeit hat es dort einige interessante Entwicklungen gegeben, Ja, da kann man wohl sagen. über die wir heute sprechen wollen. Absolut. Also, Kursk, Kursk. wieder in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt. Ja, Kursk ist wirklich wieder in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt. Letzten Ja. Sommer, da sah es ja noch ganz anders aus. Stimmt. Erinnerst du dich? Absolut. Die ukrainischen Truppen haben es tatsächlich geschafft, einen großen Teil der Region einzunehmen. Ja. Rund 1300 Quadratkilometer. Richtig. Rund 1300 Quadratkilometer. Das war schon eine ziemliche Überraschung für viele Beobachter. Und nicht nur das. Ja. Es war ja auch ein strategisch kluger Schachzug. Sie wollten damit Druck aufbauen für Verhandlungen und gleichzeitig Russland zwingen, Truppen von anderen Fronten abzuziehen. Stell dir vor, du bist Putin und musst plötzlich Truppen aus dem Donbass abziehen, nur weil die Ukraine in Kursk vorrückt. Ja, das hätte ich echt nicht erwartet. Ja, Aber Moment mal, die Situation hat sich in den letzten Monaten doch wieder ziemlich verändert, oder now? ja. Russland behauptet, große Teile des verlorenen Gebiets zurückerobert zu haben. Ganz genau. Russland spricht von mindestens 800 Quadratkilometern, die sie bis Mitte Februar zurückerobert haben wollen. Und sie haben vor kurzem eine massive Offensive mit Fallschirmjägern gestartet, um die ukrainischen Versorgungslinien abzuschneiden. Ja, das ist schon eine beunruhigende Entwicklung. Absolut. Und was ich besonders krass finde, ist, dass Berichten zufolge nordkoreanische Soldaten Russland bei dieser Offensive unterstützen. Was denkst du, was steckt dahinter? Also, dass Nordkorea sich hier einmischt, ist schon ein starkes Stück. Das zeigt, dass Russland offenbar wirklich unter Druck steht und sich nach unkonventionellen Verbündeten umsieht. Ja. Das könnte auch Auswirkungen auf die gesamte Region haben. Besonders China wird das genau beobachten. Das ist echt ein spannender Punkt. Ja. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es ja im Moment ziemlich schwierig, die Lage in Kursk wirklich einzuschätzen. Stimmt. Beide Seiten liefern unterschiedliche Darstellungen. Und unabhängige Informationen sind kaum zu bekommen. Ja, Russland behauptet, sie hätten bei ihrem jüngsten Vorstoß 12 Siedlungen befreit 12. und über 100 Quadratkilometer zurückerobert. Wow. Der ukrainische General hingegen betont, dass die Situation unter Kontrolle sei, Ja. auch wenn sich ukrainische Truppen möglicherweise strategisch neu positionieren. Puh, wem soll man da glauben? Ja, Das ist ja fast unmöglich, das von hier aus zu beurteilen. da hast du recht. Was wir aber mit Sicherheit sagen können, ist, Ja. dass Kursk zu einem wichtigen Faktor in den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine geworden ist. Okay, aber wie genau? Kannst du das ein bisschen ausführen? Na klar, anfangs hatte die Ukraine die Kontrolle über Teile von Kursk wahrscheinlich als eine Art Druckmittel in Friedensverhandlungen gesehen. Verstehe. Sozusagen als Tauschobjekt für Zugeständnisse in anderen Bereichen. Du weißt schon, das klassische, gibst mir das, gebe ich dir das? Verstehe. Aber durch die jüngsten russischen Erfolge hat sich die Verhandlungsposition der Ukraine möglicherweise verschlechtert. Genau. Mhm. Und das passiert ausgerechnet jetzt, wo in Saudi-Arabien Gespräche zwischen ukrainischen und US-amerikanischen Delegationen anstehen. Stimmt. Das Timing ist schon bemerkenswert. Stimmt. Und dann ist da ja noch dieser Bericht, wonach die USA ihre Geheimdienstinformationen mit der Ukraine reduzieren. Ja, Was könnte das für die Situation in Kursk bedeuten? das ist ein wichtiger Punkt. Reduzierte Geheimdienstinformationen könnten bedeuten, dass beide Seiten nur noch ein eingeschränktes Bild vom Schlachtfeld haben Ja. und ihre Entscheidungen im Nebel stochern. Das macht die Lage in Kursk noch unvorhersehbarer. Das klingt ja fast so, als würden wir in Kursk gerade ein großes Schachspiel beobachten, bei dem beide Spieler mit verbundenen Augen spielen müssen. So könnte man das vielleicht beschreiben. Ja. Und dieses Schachspiel hat Auswirkungen weit über die Region Kursk hinaus. Absolut. Denk nur mal an den Drohnenangriff der Ukraine auf Moskau, Ja. der als der größte in der Geschichte bezeichnet wurde. Das zeigt doch, dass dieser Konflikt immer weiter eskaliert Richtig. und die Auswirkungen in ganz Europa spürbar sind. Ja, das stimmt. Absolut. Denk nur mal an den Drohnenangriff der Ukraine auf Moskau, der als der größte in der Geschichte bezeichnet wurde. Das zeigt doch, dass dieser Konflikt immer weiter eskaliert und die Auswirkungen in ganz Europa spürbar sind. Ja, das stimmt. Aber zurück zu Kursk. Was denkst du, wie geht es dort jetzt weiter? Was bedeutet der mögliche Verlust dieser Region für die Ukraine? Das ist die große Frage. Wenn die Ukraine Kursk verliert, wäre das ein herber Rückschlag. Militärisch, natürlich, aber auch psychologisch. Es könnte ihre gesamte Strategie beeinflussen und die Bereitschaft zu Verhandlungen verändern.
Verstehe. Aber welche Möglichkeiten hat die Ukraine denn jetzt überhaupt noch? Können sie Kursk zurückerobern? Es gibt verschiedene Szenarien. Sie könnten versuchen, ihre Kräfte in anderen Gebieten zu konzentrieren und dort Geländegewinne zu erzielen, um wieder eine bessere Verhandlungsposition zu bekommen. Das klingt nach einem riskanten Plan. Gibt es noch andere Optionen? Natürlich. Sie könnten versuchen, die russischen Truppen in Kursk weiter zu schwächen, indem sie gezielte Angriffe auf Nachschublinien und Kommandoposten durchführen. Stell dir vor, die Ukraine schafft es, die russischen Truppen in Kursk zu isolieren und von Nachschub abzuschneiden. Das könnte den Kriegsverlauf entscheidend beeinflussen. Das wäre natürlich ein großer Erfolg für die Ukraine. Aber ist das realistisch? Schwierig zu sagen. Es hängt von vielen Faktoren ab. Unter anderem von der Moral der ukrainischen Truppen und der Unterstützung, die sie von ihren internationalen Partnern erhalten. Apropos Unterstützung. Wir haben ja vorhin schon über die reduzierte Geheimdienstinformation der USA gesprochen. Könnte das die Lage für die Ukraine in Kursk zusätzlich verschärfen? Auf jeden Fall. Weniger Informationen bedeuten mehr Unsicherheit. Die Ukraine könnte wichtige Entwicklungen verpassen oder falsche Entscheidungen treffen. Das könnte fatale Folgen haben. Und was ist mit den anstehenden Gesprächen in Saudi-Arabien? Glaubst du, dass die Situation in Kursk die Verhandlungen beeinflussen wird? Mit Sicherheit. Die Ukraine wird versuchen, den Verlust von Kursk herunterzuspielen und ihre Stärke zu betonen. Aber Russland wird den Druck erhöhen und versuchen, der Ukraine harte Bedingungen zu diktieren. Zum Beispiel? Die Anerkennung der Annexion der Krim und des Donbass. Vielleicht sogar die Neutralität der Ukraine. Es geht um viel in diesen Verhandlungen. Und die USA? Welche Rolle spielen sie in diesem ganzen Szenario? Die USA befinden sich in einer schwierigen Situation. Sie wollen die Ukraine unterstützen, aber gleichzeitig eine Eskalation mit Russland vermeiden. Ein Drahtseilakt. Das kann man wohl sagen. Besonders wenn man bedenkt, wie schlecht die Beziehungen zwischen den USA und Russland im Moment sind. Absolut. Und leider ist nicht absehbar, dass sich das in naher Zukunft ändern wird. Das stimmt, die Lage ist wirklich verfahren. Aber konzentrieren wir uns nochmal auf Kursk. Was denkst du, wie sich die Situation dort in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird? Das ist natürlich schwer zu sagen. Dieser Konflikt ist ja von Anfang an sehr unberechenbar gewesen. Aber ich denke, wir können davon ausgehen, dass Russland versuchen wird, seinen Einfluss in der Region weiter auszubauen. Wahrscheinlich werden sie versuchen, die ukrainischen Truppen vollständig aus Kursk zu vertreiben und die Grenze zu sichern. Und glaubst du, die Ukraine wird sich das einfach so gefallen lassen? Das bezweifle ich. Die Ukraine hat in diesem Krieg immer wieder bewiesen, dass sie bereit ist, hart zu kämpfen und hohe Verluste in Kauf zu nehmen. Aber ob es ihnen gelingt, die russischen Truppen aus Kursk zurückzudrängen, hängt von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel von der Moral der Truppen, der Verfügbarkeit von Waffen und Munition und natürlich von der Unterstützung durch den Westen. Das heißt, die nächsten Wochen und Monate werden entscheidend sein für den weiteren Verlauf des Krieges. Absolut. Kursk könnte zu einem Wendepunkt in diesem Konflikt werden. Wenn Russland die Region vollständig unter Kontrolle bekommt, wäre das ein schwerer Schlag. Sogar dazu zwingen, Gebiete abzutreten. Das klingt ja alles ziemlich düster. Gibt es denn überhaupt noch Hoffnung auf eine friedliche Lösung? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber realistisch betrachtet sind die Chancen auf einen baldigen Friedensschluss im Moment eher gering. Beide Seiten sind noch weit von einem Kompromiss entfernt und der Konflikt wird von Tag zu Tag brutaler. Was können wir denn tun, um den Krieg zu beenden und den Menschen in der Ukraine zu helfen? Das ist eine Frage, die uns alle beschäftigen sollte. Natürlich können wir humanitäre Hilfe leisten und die Ukraine weiterhin politisch und wirtschaftlich unterstützen. Aber wir sollten auch nicht vergessen, dass dieser Krieg uns alle betrifft. Er hat die Welt verändert, er hat uns gezeigt, wie fragil Frieden und Sicherheit sind. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns aktiv für eine friedliche Welt einsetzen, dass wir uns für Diplomatie und Dialog stark machen und dass wir uns gegen Hass und Gewalt stellen, wo immer sie auftreten. Das sind wichtige Worte. Vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Und an unsere Hörer. Bleiben Sie dran und verfolgen Sie die Entwicklungen in Kursk und der Ukraine weiter. Es ist ein Konflikt, der uns alle angeht. Und es ist wichtig, dass wir informiert bleiben und uns eine eigene Meinung bilden.